did not like the red dress, so she picked another. Sie mochte das rote Kleid nicht, also suchte sie sich ein anderes aus. You can convert the file into another format. Sie können die Datei in ein anderes Format konvertieren. I lost my job, but found another. Ich habe meinen Job verloren, aber einen anderen gefunden. The rain is predicted to continue for another week. Der Regen soll noch eine Woche andauern. Let us play another round. Lass uns doch eine Runde spielen. I work as a subcontractor for another company. Ich arbeite als Subunternehmer für eine andere Firma. We took another road to avoid traffic jams. Wir nahmen eine andere Straße, um Staus zu vermeiden. It was so cold, she had to get another quilt. Es war so kalt, dass sie eine weitere Decke holen musste. Have another slice of the cake. There are 2 left. Nimm dir ein weiteres Stück Kuchen. 2 sind noch übrig. I bought so much that the shopkeeper discounted my purchase. Ich kaufte so viel, dass der Ladenbesitzer einen Rabatt auf meinen Kauf gewährte. He has so much excessive energy. He should do sports. Er hat so viel überschüssige Energie, er sollte Sport treiben. He loves his mother so much that he would do anything for her. Er liebt seine Mutter so sehr, dass er alles für sie machen würde. I love the book so much that I recommend it to everybody. Mir gefiel das Buch so sehr, dass ich es jedem weiterempfehle. There was much to do about nothing. Es gab viel Wirbel um nichts. Too much sun damages the skin. Zu viel Sonne schadet der Haut. I love my girlfriend so much. Ich liebe meine Freundin so sehr. Plastic can crack if you bend it too much. Plastik kann brechen, wenn man es zu sehr biegt. The issue price of the bond was much lower than its market value. Der Ausgabepreis der Schuldverschreibung lag weit unter ihrem Marktwert. The present did not cost much. Das Geschenk hat nicht viel gekostet. Our dog is part of the family. Unser Hund gehört zur Familie. I will invite my family as well as my friends. Ich lade meine Freunde und auch meine Familie ein. The family owns the villa in a wealthy area. Die Familie gehört eine Villa in einer reichen Gegend. He had to leave the work earlier because of family commitments. Er musste die Arbeit aufgrund familiärer Verpflichtungen früher verlassen.
We will build our own house on this site. Auf diesem Grundstück werden wir unser eigenes Haus bauen. The young man already owns a car. Der junge Mann hat schon ein Auto. Oder besser ist vielleicht, besitzt schon ein Auto. The family owns a house in the countryside. Die Familie besitzt ein Haus auf dem Land. She owns 100 areas of land. Areas of land. Sie besitzt 100 Areas Land. Associate companies are partly owned by other companies. Verbundene Unternehmen sind teilweise im Besitz von anderen Unternehmen. Someday I will buy my own car. Eines Tages werde ich mir mein eigenes Auto kaufen. Every country has its own customs. Jedes Land hat seine eigenen Bräuche. Each town has its own character. Jede Stadt hat ihren eigenen Charakter. He got out of bed. Er stieg aus dem Bett. She went out by the back door. Sie ging durch die Hintertür hinaus. The team ran out onto the playing field. Die Mannschaft lief auf das Spielfeld hinaus. I will hang my clothes out to dry. Ich werde meine Kleidung draußen zum Trocknen aufhängen. The weather is changing and the sun is coming out. Das Wetter ändert sich und die Sonne kommt hervor. I could not see at first because of the fog, but then the sun came out. Ich konnte anfangs wegen des Nebels nichts sehen, aber dann kam die Sonne hervor. The man accidentally outed his gay friend. Der Mann outete versehentlich seinen schwulen Freund. I had to leave the meeting to take an urgent call. Ich musste das Meeting verlassen, um ein wichtiges Telefonat anzunehmen. We had to leave the premises because of flooding. Wir mussten das Gelände wegen der Überschwemmung verlassen. His statement left little room for doubt. Seine Aussage ließ wenig Raum für Zweifel. My wet feet leaves footprints on the floor. Meine nassen Füße hinterlassen Fußabdrücke auf dem Boden. I couldn't figure out who had left me that message. Ich fand nicht heraus, wer mir diese Nachricht hinterlassen hat. I leave this decision to you. Ich überlasse dir diese Entscheidung. When the bell chimes, I need to leave. Wenn die Glocke ertönt, muss ich gehen. She begged her to stay, but she left.
Sie bat sie zu bleiben, doch sie ging. The service was great, so I left the waiter a tip. Die Bedienung war sehr gut, also habe ich dem Kellner ein Trinkgeld gegeben. We should get on the bus. We should get on the bus before it leaves. Wir sollten in den Bus einsteigen, bevor er abfährt. My friend called to say goodbye before he left. Mein Freund rief an, um sich zu verabschieden, bevor er wegging. My leave begins next week. Mein Urlaub beginnt nächste Woche. My boss gave me leave to attend the conference. My boss gave me leave to attend the conference. Mein Chef gab mir die Erlaubnis, die Konferenz zu besuchen. I put the vase on the table. Ich stellte die Vase auf den Tisch. I put the book on the shelf. Ich stellte das Buch zurück ins Regal. I put the book back on the shelf. Ich stellte das Buch zurück ins Regal. He put the book on the table. Er legte das Buch auf den Tisch. I put the pliers into my toolbox. Ich habe die Zange in meinen Werkzeugkasten gelegt. He put his cat on the table. Er setzte seine Katze auf den Tisch. He counted the money and put it into his wallet. Er zählte das Geld und steckte es in sein Portemonnaie. I repeat. He counted the money and put it in his wallet. Er zählte das Geld und steckte es in sein Portemonnaie. He put his sword back into its sheath. Er steckte sein Schwert zurück in die Scheide. I put the daffodils in the vase. I put the daffodils in the vase. Ich habe die Narzissen in die Vase getan. Well said. I could not have put it better. Well said. I could not have put it better. Genau. Das hätte ich nicht besser ausdrücken können. All the nominated candidates will be put to the vote. Alle nominierten Kandidaten werden zur Wahl gestellt. Our old house was smaller than the new one. Unser altes Haus war kleiner als das neue. My old furniture is in the loft. Meine alten Möbel sind auf dem Dachboden. Printing the file could take a while. Das Drucken der Datei könnte eine Weile dauern. It took him a while to dismantle the bed. Er brauchte eine Weile, um das Bett abzubauen. I watched a film while he prepared dinner.
I watched a film while he prepared dinner. Ich schaute einen Film, während er das Abendessen vorbereitete. Ich schaute einen Film, während er das Abendessen vorbereitete. A guy steadied the mast while it was being hoisted. Okay, this one seems wrong. I think with guy is meant ein Mensch, so a person. But maybe you can correct me in the comments that a guy can also be a rope. But I can read the German translation. If it would be a rope. Ein Halteseil sicherte den Mast während des Aufstellens. So, write in the comments if a guy can also be the rope. While I also like tea, I always drink coffee in the morning. Obwohl ich auch Tee mag, trinke ich morgens immer Kaffee. The replenishment of the reservoir takes a while. Die Auffüllung des Reservoirs dauert eine Weile. Being generous means being able to share with others. Großzügig zu sein bedeutet, mit anderen teilen zu können. Lower friction means reduced wear and tear. Lower friction means reduced wear and tear. Geringere Reibung bedeutet weniger Verschleiß. A red signal means that I need to wait. Ein rotes Signal bedeutet, dass ich warten muss. An example will clarify what I mean. Ein Beispiel verdeutlicht, was ich meine. A good salary often means hard work. Ein gutes Gehalt heißt oft harte Arbeit. I did not mean to disturb you. Ich habe nicht beabsichtigt, dich zu stören. This poem simply means that he was in love. Dieses Gedicht besagt einfach, dass er verliebt war. I mean to travel a lot next year. Ich habe vor, im nächsten Jahr viel zu reisen. Ich habe vor, im nächsten Jahr viel zu reisen. It is important to know the difference between mean and median. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Mittelwert und Median zu kennen. I need to calculate the mean and the variance. Ich muss den Mittelwert und die Varianz berechnen. We will use the mean of all values as an average. Wir werden das Mittel aller Werte als Durchschnitt verwenden. Wir verwenden das Mittel aller Werte als Durchschnitt. The project was financed through public means. Das Projekt wurde durch öffentliche Mittel finanziert.
Some people are mean with their money. Manche Leute sind geizig mit ihrem Geld. The food is already on the table. Das Essen ist schon auf dem Tisch. Grapes grow on vines. Trauben wachsen an Reben. I hung the picture on the wall. Ich hängte das Bild an die Wand. There are many shops on this street. In dieser Straße gibt es viele Läden. I will have a party on my birthday. Ich werde zu meinem Geburtstag eine Feier machen. The chuck has broken on my old drill. Bei meiner alten Bohrmaschine ist das Spannfutter gebrochen. He has arrived late on several occasions. Er ist bei mehreren Gelegenheiten zu spät gekommen. He is writing a book on birds. Er schreibt ein Buch über Vögel. He discoursed on ethics and religion. Er redete über Moral und Religion. The television is not on. The television is on, but I am not watching. Der Fernseher ist eingeschaltet, aber ich schaue nicht hin. They keep several hens in their garden. Sie halten einige Hühner im Garten. She extended her arms to keep her balance. Sie streckte ihre Arme aus, um ihr Gleichgewicht zu halten. I found a kitten and decided to keep it. Ich fand ein Kätzchen und beschloss, es zu behalten. She was often in trouble, but even so she kept her good mood. Sie hatte oft Schwierigkeiten, doch selbst dann behielt sie ihre gute Laune. He wears an overall to keep his clothes clean. Er trägt einen Kittel, damit seine Kleidung sauber bleibt. I put a wedge under the door to keep it open. Ich legte einen Keil unter die Tür, damit sie offen bleibt. The teacher keeps record of all his lessons. Der Lehrer führt Aufzeichnungen aller seiner Unterrichtsstunden. My grandmother kept a diary all her life. Meine Großmutter hat ihr ganzes Leben ein Tagebuch geführt. I kept all of the letters I receive. I keep all the letters I receive. Ich bewahre alle Briefe auf, die ich bekomme. The medicine is to be kept out of children's reach. Das Medikament ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. He's a good friend, because he can keep secrets. Er ist ein guter Freund, weil er Geheimnisse wahren kann. I keep all the letters my boyfriend sends me. Ich hebe alle Briefe auf, die mein Freund mir schickt. She earns her keep as a waitress.
Sie verdient ihren Unterhalt als Kellnerin. The castle had a characteristic keep. Die Burg hat einen typischen Burgfried. Teachers need to engage their students more in meaningful discussions. Teachers need to engage their students more in meaningful discussions. Lehrer sollten ihre Schüler mehr in sinnvolle Diskussionen einbinden. The student writes with his left hand. Der Student schreibt mit seiner linken Hand. The teacher introduced the new student. Der Lehrer hat die neue Schülerin vorgestellt. University students need to do a lot of reading. Studenten an der Universität müssen viel lesen. The policies apply to all students. Die Richtlinien gelten für alle Studenten. The student attended a lecture at her university. The student attended a lecture at her university. Die Studentin besuchte eine Vorlesung an ihrer Universität. The student asked for the syllabus. Die Studentin bat um den Lehrplan. Die Studentin bat um den Lehrplan. My professor has 3 student assistants. Mein Professor hat 3 studentische Mitarbeiter. I figured out why the experiment was not working. I figured out why the experiment was not working. Ich habe herausgefunden, warum das Experiment nicht funktioniert hat. I'm happier somehow, but I do not know why. Ich bin irgendwie glücklicher, aber ich weiß nicht warum. The judge told her why he had subpoenaed her. Maybe I pronounced it wrong. You can correct me if you want. Der Richter sagte ihr, warum er sie vorgeladen hatte. We explained the purpose of our visit to the locals so that they knew why we were there. Wir erklärten den Einheimischen den Zweck unseres Besuches, damit sie wussten, weshalb wir da waren. He lets his children play outside a lot. Er lässt seine Kinder draußen viel spielen. I think it's better to say it like, er lässt seine Kinder viel draußen spielen. I'm going abroad for a year and letting my house to tourists. Ich gehe für ein Jahr ins Ausland und vermiete mein Haus an Touristen. The job requires a great sense of responsibility. Der Job erfordert einen großen Verantwortungssinn. The king ruled over a great kingdom. The king ruled over a great kingdom. Der König herrschte über ein großes Königreich. The famous director had made some great films. Der berühmte Regisseur hat einige großartige Filme gemacht.
Sorry, it's hard to pronounce for me, even in German, because I think Regisseur has not really German roots. I think it's a French word. I don't know, actually. Thanks again for the great party. Danke nochmal für die coole Party. She had a great trip to Scotland. Sie hatte eine tolle Reise nach Schottland. The dress looks great, right? Das Kleid sieht toll aus, oder? The waiter was great. I'm going to tip him generously. Der Kellner war toll. Ich werde ihm ein großzügiges Trinkgeld geben. The children play the same game every day. Die Kinder spielen jeden Tag das gleiche Spiel. I have 2 dogs of the same breed. Ich habe 2 Hunde der gleichen Rasse. The coat is too big for me. I need a smaller size. Der Mantel ist zu groß für mich. Ich brauche eine kleinere Größe. I live in a big city. Ich wohne in einer großen Stadt. I ate a big sandwich with lots of cheese. Ich habe ein dickes Sandwich mit viel Käse gegessen. I have to study for my big exam tomorrow. Ich muss für meine wichtige Prüfung morgen lernen. I will group all data by customer accounts. Ich gruppiere alle Daten nach Kundenkonten. The photographer grouped the children by height. The taller ones at the back, the smaller ones at the front. Der Fotograf gruppierte die Kinder nach Größe. Die größeren nach hinten, die kleineren nach vorne. The firm was taken over by a large group. Die Firma wurde von einem großen Konzern übernommen. The management is responsible for the group's profits. Der Vorstand ist für die Gewinne des Konzerns verantwortlich. He begins his speech with his citation. Er beginnt seine Rede mit einem Zitat. We sheltered under a canopy when the rain began. Wir suchten unter einem Vordachschutz, als der Regen anfing. The management is responsible for the group's profits. Der Vorstand ist für die Gewinne des Konzerns verantwortlich. He begins his speech with a citation. Er beginnt seine Rede mit einem Zitat. After everyone had arrived, we began the game. Nachdem alle angekommen waren, starteten wir das Spiel. The boy yawns a lot. He seems to be tired. Der Junge gähnt viel. Er scheint müde zu sein. The front wheel seems a little wobbly. The front wheel seems a little wobbly. Das vordere Rad scheint ein wenig wackelig zu sein. The girl is still young.
but already seems very mature. Das Mädchen ist noch jung, erscheint aber schon sehr erwachsen. My new classmate seems very friendly. Mein neuer Mitschüler wirkt sehr freundlich. His uncertainty didn't show. He seemed very calm. Seine Unsicherheit war ihm nicht anzusehen. Er wirkte sehr ruhig. She grew up in the country, but studied in the city. Sie wuchs auf dem Land auf, studierte aber in der Stadt. All countries in Europe should work together. Alle Staaten Europas sollten zusammenarbeiten. Many countries grant accommodation of refugees. Many countries grant accommodation of refugees. Viele Staaten gewähren die Aufnahme von Flüchtlingen. Country life is quieter than life in the city. Das ländliche Leben ist ruhiger als das Leben in der Stadt. The teacher helped with the homework. Die Lehrerin half mit den Hausaufgaben. He will certainly help you. Er wird dir sicherlich helfen. He was in the position to help her financially. Er war in der Lage, sie finanziell zu unterstützen. If we do not know what to do, we can always ask for help. Wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, können wir immer um Hilfe fragen. The student asked his mentor for help. Der Student bat seinen Mentor um Hilfe. Sein Mentor. Der Student bat seinen Mentor um Hilfe. I helped myself to some more ice cream. Ich nahm noch etwas mehr Eiscreme. Once babies learn to talk, the quiet times are over. Once babies learn to talk, the quiet times are over. Sobald Babys sprechen lernen, sind die ruhigen Zeiten vorbei. They talked about the current political situation. Sie sprachen über die aktuelle politische Lage. I need to talk to my teacher. I have a question. Ich muss mit meinem Lehrer reden. Ich habe eine Frage. I talked to my new colleague. We had a nice conversation. Ich habe mich mit meiner neuen Kollegin unterhalten. Wir hatten ein nettes Gespräch. First, he would not say anything, but then he talked. Erst wollte er nichts sagen, aber dann packte er aus. During our talk, we discussed various topics. Bei unserem Gespräch besprachen wir verschiedene Themen. Both sides contributed equally to making the talks a success. Beide Seiten trugen gleichermaßen zum Erfolg der Gespräche bei. The talk was informative.
and interesting. The talk was informative and interesting. Das Gespräch war informativ und interessant. The bottom line of the talk was that we need more money. Das Fazit des Vortrags war, dass wir mehr Geld brauchen. Talks between two companies are very fruitful. Talks between the two companies. Talks between the two companies were very fruitful. Die Besprechung zwischen den beiden Firmen war sehr erfolgreich. We have to turn right at the corner. Wir müssen an der Ecke rechts abbiegen. He turned the knob and the music stopped playing. He turned the knob and the music stopped playing. Er drehte den Knopf und die Musik hörte auf zu spielen. The rotor turns to generate electricity. Der Rotor dreht sich, um Strom zu erzeugen. My model helicopter has two rotors that turn. Mein Modellhubschrauber hat zwei Rotoren, die sich drehen. We turned to our consultant to get advice. We turned to our consultant to get advice. Wir wendeten uns an unseren Berater, um Rat zu bekommen. The wizard turned into a cat. Der Zauberer verwandelte sich in eine Katze. I turned the sausages so they do not burn. I turned the sausages so they do not burn. Ich drehte die Würstchen damit sie nicht anbrennen. I opened the door by gently turning the key. Ich öffnete die Tür, indem ich den Schlüssel langsam umdrehte. He turned the switch and the machine started to work. Er legte den Schalter und die Maschine fing an zu arbeiten. Er legte den Schalter und die Maschine fing an zu arbeiten. The crime novel's plot was full of exciting turns. Die Handlung des Kriminalromans war voller spannender Wendungen. The ballerina did many turns on the stage. The ballerina did many turns on stage. Die Ballerina machte auf der Bühne viele Umdrehungen. I would say Drehung. Die Ballerina macht auf der Bühne viele Drehungen. The road makes a sharp turn to the right. Die Straße hat eine scharfe Kurve nach rechts. I have a solution to our problem. Ich habe eine Lösung für unser Problem. We need to resolve this problem soon. Wir müssen das Problem bald lösen. She solved the problem precisely as the teacher expected. She solved the problem precisely as the teacher expected. Precise. Okay. She solved the problem precisely as the teacher expected. Sie löste die Aufgabe genau wie es die Lehrerin erwartete. Sie löste die Aufgabe genau wie die Lehrerin es erwartete.
Sie löste die Aufgabe genau, wie es die Lehrerin erwartete. The last one was best. So, she was proud to have solved the difficult problem. She was proud to have solved the difficult problem. Sie war stolz darauf, die schwierige Aufgabe gelöst zu haben. Sie war stolz darauf, die schwierige Aufgabe gelöst zu haben. I am confident we can overcome this problem. Ich bin mir sicher, dass wir diese Schwierigkeit überwinden können. Oder? Ich bin mir sicher, dass wir dieses Problem überwinden können. My colleague told me to come to her with any problems. Meine Kollegin hat mir gesagt, ich solle bei Fragen zu ihr kommen. Meine Kollegin hat mir gesagt, ich solle bei Fragen zu ihr kommen. Adults or adults? Write this in the comments, please. Adults have problems. Adults have different problems than adolescents do. Adults have different Adults have different problems than adolescents do. Erwachsene haben andere Sorgen als Jugendliche. Every room comes with the air conditioner. Every room comes with the air conditioner. Jeder Raum verfügt über eine Klimaanlage. Every writer strives for fame. Jeder Schriftsteller strebt nach Ruhm. I read a book every week. Ich lese jede Woche ein Buch. The bus runs every hour. Der Bus fährt jede Stunde. Every child should have the opportunity to go to school. Every child should have the opportunity to go to school. Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. The council is summoned every year. The council is summoned every year. Der Rat wird jedes Jahr einberufen. Der Rat wird jedes Jahr einberufen. You can edit almost every type of documents with this software. You can edit almost every type of document with this software. Sie können mit dieser Software nahezu alle Dokumententypen bearbeiten. Sie können mit dieser Software nahezu alle Dokumenttypen bearbeiten. The program fetch data from the server every 10 minutes. Das Programm rief alle Das Programm rief alle 5 Minuten Daten vom Server ab. I will start a new diet tomorrow. Ich werde morgen eine neue Diät beginnen. I took my pen and started writing. Ich nahm meinen Stift und begann zu schreiben. The dance competition starts in 10 minutes. Der Tanzwettbewerb startet in 10 Minuten. He hit the green button to start the operation.
Er drückte den grünen Schalter, um den Vorgang zu starten. Er drückte den grünen Schalter, um den Vorgang zu starten. The noise ceased as suddenly as it had started. The noise ceased as suddenly as it had started. Der Lärm hörte so plötzlich auf, wie er angefangen hatte. Bother. Now I have to start again from scratch. Bother. Now I have to start again from scratch. Mist. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. My brother has started a new skiing club. Mein Bruder hat einen neuen Skiverein gegründet. We need to observe the statutory regulations when we start our business. We need to observe the statutory regulations when we start our business. Okay, this was hard to pronounce for me. And maybe I did it wrong. In German it is: Wir müssen die gesetzlichen Regelungen beachten, wenn wir unser Geschäft gründen. She started her own business last year. Sie gründete letztes Jahr ihr eigenes Geschäft. I think a native German would say like, sie gründete letztes Jahr ihr eigenes Business. We would also use the business word instead of Geschäft. I started the engine and drove away. Ich ließ den Motor an und fuhr ab. He started his new computer for the first time. Er schaltete seinen Computer zum ersten Mal ein. They started the project to support young artists. Sie haben ein Projekt ins Leben gerufen, um junge Künstler zu fördern. I drank a sip of coffee and started my computer. I drank a sip of coffee and started my computer. Ich trank einen Schluck Kaffee und fuhr meinen Computer. Ich trank einen Schluck Kaffee und fuhr meinen Computer hoch. A short circuit can start a fire within seconds. A short circuit can start a fire within seconds. Ein Kurzschluss kann innerhalb von Sekunden ein Feuer entfachen. The start of the race is in 10 minutes. Der Start des Rennens erfolgt in 10 Minuten. I would say, das Rennen beginnt in 10 Minuten. After the start, the rocket soared straight into the sky. Nach dem Start stieg die Rakete gerade in den Himmel. The demise, I don't know. Please write it into the comments. The demise of the Roman Empire was the start of a new era.
Der Untergang des Römischen Reiches war der Beginn der neuen Epoche. The start of the new business required high investments. Die Gründung des neuen Geschäfts erforderte hohe Investitionen. Die Gründung des neuen Geschäfts erforderte hohe Investitionen. I write with my right hand. Ich schreibe mit meiner rechten Hand. Hands off the cake. Hände weg vom Kuchen. When both hands of the clock point at the 12, it is either noon or midnight. Wenn beide Zeiger der Uhr auf die 12 zeigen, dann ist es entweder Mittag oder Mitternacht. Wenn beide Zeiger der Uhr auf die 12 zeigen, ist es entweder Mittag oder Mitternacht. The president handed a trophy to the winner of the race. Die Präsidentin überreichte dem Gewinner des Rennens eine Trophäe. I would say Pokal. Pokal is better. Die Präsidentin überreichte dem Gewinner des Rennens einen Pokal. She handed me a mop. She handed me a mop and a bucket of water. Sie reichte mir einen Wischer und einen Eimer mit Wasser. If you do not pay attention, you might hurt your fingers. Wenn Sie nicht aufpassen, könnten Sie sich Ihre Finger verletzen. We informed the client of the costs that might accrue. We informed the client of the costs that might accrue. Wir haben den Kunden über die Kosten informiert, die entstehen könnten. A wise adventurer respects the might of the nature. Ein weiser Abenteurer respektiert die Macht der Natur. May I use your phone? Darf ich dein Telefon benutzen? Or it's better to say, darf ich dein Handy benutzen? Because a phone is like a telephone is usually stationary. Only the licensee may use the software. Nur der Lizenznehmer darf die Software verwenden. The company supplies vehicles and spare parts for the American market. Das Unternehmen liefert Fahrzeuge und Ersatzteile für den amerikanischen Markt. The minister spoke with her American counterpart. The minister spoke with her American counterpart. Die Ministerin sprach mit ihrem amerikanischen Pendant. Die Ministerin sprach mit ihrem amerikanischen Pendant. The artist whose painting I bought is American. Der Künstler, dessen Bild ich gekauft habe, ist Amerikaner. Americans often eat turkey for Thanksgiving. Amerikaner essen beim Erntedankfest oft Putenfleisch. He was not afraid to show his feelings. Er hatte keine Angst, seine Gefühle zu zeigen. He showed his gratitude with the present. Er hat seine Dankbarkeit mit einem Geschenk gezeigt. Er hat seine Dankbarkeit mit einem Geschenk gezeigt. Our Father
showed us his baby photos and slides. Our father showed us his baby photos and slides. Unser Vater zeigte uns seine Babyfotos und Dias. The result will be shown on a scale from 1 to 10. The results will be shown on a scale from 1 to 10. Die Ergebnisse werden auf einer Skala von 1 bis 10 angezeigt. The product shows signs of usage. Das Produkt weist Gebrauchsspuren auf. This graph shows the result clearly. This graph shows the result clearly. Diese Grafik stellt die Ergebnisse deutlich dar. He has shown great courage under difficult situations. Er hat großen Mut unter schwierigen Bedingungen bewiesen. You have to show your ticket at the entrance. Du musst deine Eintrittskarte am Eingang vorzeigen. I was asked to show my passport at the border. I was asked to show my passport at the border. Ich wurde an der Grenze gebeten, meinen Pass vorzuweisen. Or I would say, ich wurde an der Grenze gefragt. No, I would say, ich wurde an der Grenze gebeten, meinen Pass zu zeigen. But maybe like in the informal situation when someone asks you for your passport, they would ask it like this, like I said it the first time. So like, ich wurde an der Grenze gebeten, meinen Pass vorzuweisen. Children show respect to their parents. Children show respect to their parents. Kinder sollten ihren Eltern. Children should show respect to their parents. Kinder sollten ihren Eltern Respekt erweisen. The card player showed his cards. Der Kartenspieler deckte seine Karten auf. The companies showed their products at a trade fair. The company showed their products at the trade fair. Die Unternehmen stellten ihre Produkte auf der Fachmesse aus. The host welcomed the guests to the show. The host welcomed the guests to the show. Der Moderator begrüßte die Gäste der Show. Der Moderator begrüßte die Gäste der Show. The host welcomed the guests of this show. The show was great, simply amazing. Die Show war toll, einfach großartig. Die Show war toll, einfach großartig. I record every episode of this show. I record every episode of this show. Ich zeichne jede Folge dieser Sendung auf. The show last night was a waste of my valuable time. The show last night was a waste of my valuable time. Die Sendung gestern Abend war eine Verschwendung meiner kostbaren Zeit. We arrived at the show in time and got good seats. We arrived at the show in time and got good seats. Wir kamen rechtzeitig zur Vorstellung an und bekamen gute Plätze. A lot of spectators
came to see the show. Viele Zuschauer kamen, sich die Vorführung anzusehen. A lot of spectators came to see the show. Viele Zuschauer kamen, sich die Vorführung anzusehen. In German you could also say show, because a lot of English words are used in the German language. So you could also say viele Zuschauer kamen, sich die Show anzusehen. The book consists of 2 parts. Das Buch besteht aus 2 Teilen. The individual is part of society. Der Einzelne ist Teil der Gesellschaft. Der Einzelne ist Teil der Gesellschaft. Trust is an integral part of a good relationship. Trust is an integral part of a good relationship. Vertrauen ist ein integraler Bestandteil einer guten Beziehung. She had an important part in the play. She had an important part in the play. Sie hatte eine wichtige Rolle im Theaterstück. The kit contains the parts. The kit contains the parts, tools and instructions. The kit contains the parts, tools and instructions. Der Bausatz enthält die Bauteile, Werkzeuge und eine Anleitung. I need to go to the bank anyway. I will accompany you part of the way. I need to go to the bank anyway. I will accompany you part of the way. Ich muss sowieso zur Bank. Ich begleite dich ein Stück. I am eager to watch the last part of the series. I am eager to watch the last part of this series. Ich bin gespannt darauf, die letzte Folge dieser Serie zu sehen. A machine is composed of many different parts. A machine is composed of many different parts. Eine Maschine besteht aus vielen verschiedenen Einzelteilen. Eine Maschine besteht aus vielen verschiedenen Einzelteilen. Eine Maschine besteht aus vielen verschiedenen Einzelteilen. I find it hard to part the picture I have collected. I find it hard to part with the picture I have collected. I find it hard to part with the pictures I have collected. I've never heard it like this, but maybe a native English speaker can tell me if it's correct. Ich trenne mich nur schwer von Bildern, die ich gesammelt habe. Little is known about his personal life. Über sein Privatleben ist nur wenig bekannt. He spoke frankly about his past. Er sprach offen über seine Vergangenheit. The mayor is concerned about the environment. Der Bürgermeister macht sich Sorgen um die Umwelt. There was much to do about nothing. Es gab viel Wirbel um nichts. I fell asleep at about 11 o'clock. Ich bin um etwa 11 Uhr eingeschlafen. The overall travel time is about 11 hours. Die gesamte Reisedauer beträgt etwa 11 Stunden. We estimate the delivery will take about 5 days. Wir schätzen, dass die Lieferung ungefähr 5 Tage dauern wird. The outlay for social projects was about 1 million euros. The outlay for social projects
was about 1 million euros. Die Ausgaben für Sozialprojekte lagen bei ca. 1 Million Euro. Die Ausgaben für Sozialprojekte lagen bei ca. 1 Million Euro. This place looks familiar. I must have been here before. This place looks familiar. I must have been here before. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Ich muss hier schon mal gewesen sein. We visited some very attractive places. Wir haben einige schöne Orte besucht. After the party, she put the table back in its usual place. After the party, she put the table back in its usual place. Nach der Party stellte sie den Tisch zurück an seinen gewohnten Platz. So friends, thanks so much for listening. I hope that a lot of people will improve their German with my videos. And if you think it can improve your German, then I would really highly appreciate it if you share it with your friends.